Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute was für euch gebaut und jetzt habe ich direkt eine Kaffeepause danach gemacht und mir auch noch etwas Schokolade gegönnt. Deswegen entschuldigt diesen schlechten Start, aber das war noch eine gute Meeresfrucht. Die musste noch mit, damit ich gestärkt ins Video gehen kann und euch zeigen kann, an was ich heute gebaut habe. Ich bin noch nicht ganz fertig, also da muss noch hier und ein paar Sachen müssen dann noch irgendwie verschönert werden. Aber ich dachte mir, ich frage mal euch, was ihr davon haltet, ob ich da weiterbauen soll oder ob ihr überhaupt schon andere Ideen habt, was man verbessern könnte. Und ich würde sagen, wir schauen gleich rein und dann werden wir auch später noch zu Christoph da hinten schauen, denn der sortiert schon wieder Teile ein. Aber ja, da schauen wir dann noch genauer hin. Zuerst aber mal zu dem Interessanteren das ist hier unser Freibad. Christoph hat es letztens schon gesagt, dass ich wieder, weil das Wetter ja doch auch etwas schöner wird, wieder am Freibad arbeite. Es ist zwar noch immer saukalt draußen, also ins richtige Freibad kann man nicht gehen, aber oder sagen wir mal, fürs Freibad ist es noch zu kalt, auf jeden Fall mir. Aber in unser Wild City Freibad, da kann man natürlich immer gehen. Das hat das ganze Jahr geöffnet, denn wir haben immer wunderbares Wetter. Ihr seht, es hat sich eigentlich an sich nicht viel getan. Übrigens, der Baum hier ist nur provisorischerweise weg. Also der liegt hier. Den werde ich dann wieder hingeben, aber das war mit den Blättern ein bisschen ein Problem. Den wollte ich nicht umschmeißen. Aber an sich hat sich sonst nichts getan. Es ist nur, unter Anführungszeichen, die Rutsche neu. Und für alle, die es gesehen haben, unseren Legoland Haul, ich habe mir hier diese zwei verschiedenen Teile gekauft im Legoland. Nämlich einerseits diese kurzen, ganz geraden Stücke, wo oben und unten man was draufklemmen kann. Und andererseits hier diese etwas gebogenen Röhren, die man in alle möglichen Richtungen drehen kann, was das Bauen nicht ganz so leicht macht, als wie man sich das denkt. Auf jeden Fall, wenn man so ein gutes, wie sagt man, dimensionales Verständnis hat wie ich, dann ist das eine halbe Katastrophe. Aber nach langem Hin und Her habe ich jetzt hier eben diese Strecke an Wasserrutsche gebaut. Genau, was habe ich jetzt hier gemacht? Erstens mal, ich habe alle Teile verbaut, die ich im Legoland mitgenommen habe. Das heißt, es ist sich wirklich ganz genau ausgegangen, dass ich hier diese mega Rutsche baue. Hätte ich mir auch nicht gedacht. Ich habe mir zuerst gedacht, es bleiben mir ein paar über, aber nein, es geht sich genau aus. Und ich habe hier auch eine von diesen Treppenaufgängen eingebaut, wobei ich nicht zufrieden bin, wie gesagt, mit diesem Eingang. Denn erstens mal möchte ich hier so eine kleine Ampel haben mit Rot-Grün, damit man weiß, wann man rutschen darf. Und zweitens ist mir dieser Eingang fast ein bisschen zu knapp. Keine Ahnung, was ich da oder wie ich das dann genau ändere, aber ja, nur dass ihr es wisst, da muss irgendwie noch ein schickerer Eingang und wie gesagt irgendeine Ampel hin. Falls ihr Ideen habt, welche Teile ich da verwenden soll, nachher natürlich bitte gerne auch in die Kommentare. Genau, und dann rutscht man hier eben hinaus aus dem Bad quasi und über die Gleise. Christoph hat das gesehen im Augenwinkel und wurde sofort hysterisch, weil er gesagt hat, der Zug darf nicht als Stütze verwendet werden. Ich habe nämlich zuerst hier diesen Zug hingegeben und habe ihn wirklich kurz als Stütze verwendet, also das hat schon gestimmt. Aber eigentlich nur deshalb, weil ich sehen wollte, wie hoch circa ein Zug von Christoph ist, der da vorbeifahren möchte und ob sich das eben ausgeht mit meiner Wasserrutsche. Ich finde das auf jeden Fall sehr cool, dass man quasi, wenn man hier im Wild City Schwimmbad ist, auch über Züge drüber rutschen kann. Ich finde, das hat schon Qualität. Und das ist aber nur kurz der Fall, denn es ist ja sicherheitstechnisch, glaube ich, auch nicht so unbedenklich. Und dann rutscht man hier eben wieder quasi zurück ins Freibad und dann über die anderen Wasserrutschen drüber in das große Becken hinein.
Seht ihr hier, ich habe das unten hier befestigt, dass das alles auch gut hält. Ich weiß nicht, irgendwie muss ich sagen, gefällt es mir ganz gut und speziell auch, wenn ihr euch das mal von der Ferne hier ein bisschen anseht, muss ich sagen, jetzt schaut auch unser Freibad wirklich nach einem Freibad aus. Also zuerst war das irgendwie eher unscheinbar, dass hier hinten ein Freibad steht. Wenn man sich das so denkt, hier die ganze Stadt, die da rundherum steht. Und jetzt ist es doch eindeutig, dass das irgendeine Art Schwimmbad sein muss. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Was ich gemacht habe, damit das alles auch stabil ist, ich habe hier die Stützen von Christoph, die er sich, glaube ich, letztes Jahr im Legoland geholt hat. Diese gelben hier habe ich eingebaut, um eben meine Konstruktion hier gut festzumachen. Ich habe hier auch noch ein transparentes Teil hineingegeben, weil das um eins noch höher gehört hat. Gefällt mir aber eigentlich ganz gut. Und ja, die Frage war jetzt aber von Christoph, weil er das hier sich angesehen hat, was ich hier eben da mit den Stützen angerichtet habe quasi, ob wir nicht vielleicht statt den gelben Stützen eher graue Stützen verwenden sollen, weil die ein bisschen dezenter wären. Übrigens hier, auch hier muss ich definitiv noch was drunter bauen, weil sonst ist die Stütze da so halb in der Luft, also das geht natürlich auch nicht. Aber ja, das war auf jeden Fall mal die erste Frage, sollen wir hier graue Stützen anstatt von den gelben nehmen? Ich weiß es nicht. Mir gefallen eigentlich, muss ich sagen, die gelben Stützen ganz gut, speziell wenn man sich das hier in dem Überblick ansieht, mit vorne diesen tollen gelben Bahnhof, jetzt natürlich mit diesem tollen gelben Zug. Ich finde, ein bisschen Farbe tut dem Ganzen schon nicht so schlecht. Und dadurch, dass wir nur wenige von diesen gelben Stützen haben, ich glaube, diese 4 sind eigentlich eh alle, die wir haben, passt es eigentlich ganz gut, dass die hier mal verwendet werden und nicht nur in den Kisten ihr Dasein frachten. Das wäre dann auch nichts. Genau. Sagt man das? Dasein frachten? Was weiß ich. Wenn Christoph nicht da ist, habe ich wieder kein Wörterbuch mit. Naja. Ja, das heißt, die Hauptfrage ist eigentlich, sollen wir jetzt eben diese gelben Stützen weggeben oder nicht? Gibt es sonst noch irgendwelche Verbesserungsmöglichkeiten für diese wunderbare Rutsche? Was ich natürlich vorhabe, ist, dass ich, wie auch immer ich das machen werde, Minifiguren in die Wasserrutsche hineingebe. Natürlich nicht wahnsinnig viele, denn es dürfen ja eigentlich immer, oder dürfte eigentlich immer nur eine Person rutschen, weil es ja sonst zu gefährlich wäre, dass man sich da gegenseitig drauf rutscht. Aber ich glaube, da würde ich eine hineinschießen und hoffen, dass die dann gut irgendwo platziert ist. Würde ich vielleicht auch in einem Video machen dann. Und ja, vielleicht welche, die hier anstehen oder so. Das sieht dann vielleicht ganz nett aus. Was sagt ihr dazu? Habt ihr Ideen, wie ich hier den Eingang bauen kann? Oder auch sonstige Verbesserungsvorschläge? Dann bitte gerne in die Kommentare. Genau. Das sieht irgendwie ganz einfach aus, hier diese große Wasserrutsche, aber die war gar nicht so einfach zu bauen, muss ich euch sagen. Naja gut, es freut mich auf jeden Fall, dass jetzt diese tolle Wasserrutsche hier in Wild City ist. Und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir noch ganz kurz zu Christoph, was er macht, damit er nicht traurig ist, dass wir ihn heute ganz ausgeschlossen haben. Denn er sitzt da hinten am Boden und, glaube ich, sortiert Teile ein. Ja, hallo auch von mir, liebe Freunde. Ich hoffe, Ritas Freibad gefällt euch. Ich übrigens, habe endlich mal Zeit. Die Schokolade. Ja, das sind die Meeresfrüchte, die übrigens die Angler aus der Fischstäbchenfabrik rausgezogen haben. Und ihr seht hier wieder mal, Rita hat mir vorgeworfen, ich hätte hier schon zu viele gegessen von diesen Meeresfrüchten. Ich habe aber selbst nur eines gegessen. Und ich glaube, Christoph isst nämlich immer nur die hellen und nicht die dunklen. Genau, wenn ich nur die hellen esse, dass hier irgendwas nicht stimmen kann. Nur kurz, ich habe heute endlich mal Zeit und auch die Lust, Teile zu sortieren. Wir haben noch das Paket von Petra und jede Menge andere Steine, die ich gerade einsortiere, damit Rita wieder alles verbauen kann. Was kann ich euch sonst noch zeigen? Ich habe ein bisschen bei der U-Bahn weitergebaut, mehr dazu aber wahrscheinlich im nächsten oder übernächsten Video, je nachdem, wie weit ich da kommen werde. Da könnt ihr euch schon darauf freuen. Und ihr habt es wahrscheinlich sonst auch gesehen,
wir haben auch jede Menge Neuheiten an Steinen bekommen. Und zwar ist jetzt glücklicherweise mein Vater auch ins Lego-Business eingestiegen. Und zwar er ist jetzt der Mann fürs Grobe, wenn es um Lego-Stores geht. Ihr wisst ja, dass wir leider sehr weit weg von einem Lego-Store wohnen. Wir müssen entweder nach Wien oder nach München, beides ist relativ weit weg. Und mein Vater, er war so lieb und ist jetzt jedes Mal, wenn er irgendwo gewesen ist, wir haben hier sogar Steine aus Sizilien, dort gibt es jetzt auch Lego-Stores, ich kann euch das zeigen, was hier drinnen ist. Der ist aus Wien, wenn ich mich nicht täusche. Eis und Blätter und Wassersteine. Und Wassertrauben, Weintrauben und Wassersteine, so wollte ich sagen. Dann haben wir hier 4x4er Steine in Grün und 1x3er in Hellgrau. Die sind, glaube ich, aus Italien. Dann haben wir hier wieder helle Wassersteine. Er nimmt immer auch Rita die meisten Steine mit, was ich eigentlich blöd finde. 2x2er Darktan für den Vergnügungspark oder sonstige Fliesen und dann so große Fensterpaneele. Aha. Dann haben wir hier einmal nur helle Wasserfliesen, auch aus Wien für Rita. Einmal nur 2x2er Darktan für den Vergnügungspark. Und dann hier nochmal gemischt 1x3er dunkelgrau und 4x4er hellgrau Plates. Die kommen, glaube ich, auch aus Sizilien, wenn ich mich nicht täusche. Sie geben einem immer jede Menge zusätzliche Steine rein. Die habe ich zum Teil schon einsortiert. Dann haben wir das auch noch bekommen. Das finde ich total cool. Müssen wir direkt mal reinschauen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das sind Filzsticker. Total cool. Okay, wenn ihr wisst, für was man das nimmt, wo man das draufkleben soll oder was weiß ich, dann bitte in die Kommentare. Sieht auf jeden Fall nett aus und bei einer Bestellung, und das hätte ich fast weggeworfen, bei einer Lego-Bestellung habe ich mir dieses City-Schild hier bestellt. Die gibt es ja jetzt für VIPs, ich glaube ungefähr um 10 Euro oder so, muss man Punkte einlösen. Das kommt wahrscheinlich bei uns an die Tür. Hat nur hinten keine Häken. Ich weiß nicht, wie wir das montieren, so cool. Aber wir müssen das irgendwie. Es gibt auch sogar neue mit Rebuild the World und mit Ninjago, wenn ich mich nicht täusche. Und das war schon bei uns im Altpapier, weil das irgendwie so blöd bei dem Karton unter diese Lasche reingeflutscht zwischen den Zeitungen. Es war wirklich sehr blöd. Und ja, eine Sache, bevor wir das, oder wie viele Minuten haben wir schon, kann ich noch eine Kleinigkeit verlautbaren. Ausnahmsweise. Dir hört immer. Wir haben, und da glaube ich, brauchen wir unseren Assistenten, die Lampe. Kannst du die mal von dort hinten holen? Ja. Weil ich muss euch unter dem Tisch was zeigen, was wir wahrscheinlich ohne Lampe nicht sehen. Also das ist Stevie, unser Feuerwehr-Taschenlampenmann. Den habe ich in meinem Kinderzimmer gefunden und den habe ich jetzt hier mit draufgenommen. Also der ist schon sehr alt. Ja. Kann auch sogar die Beine bewegen. Also wirklich total coole Taschenlampe. Und wie gesagt, er kann einmal nach oben und einmal nach unten leuchten. Film bitte mal dort nach unten. Und zwar nicht die U-Bahn an. Die werden wir nächstes Mal begutachten. Ihr wisst ja, dass wir unsere Stadt auf diesen Klappböcken hier aufgebaut haben. Und da haben wir jetzt wieder welche nachgekauft. Und zwar sind die, weil wir schon gefragt wurden, leider sehr teuer geworden. Oh, das kann man sehr schlecht lesen, glaube ich. Von baumarktplus.de und dort auf eBay bestellt. Ja, jetzt ist es lesbar. Und die sind, seitdem wir die ersten Klappböcke gekauft haben, ich glaube, ja, 3-mal so teuer als die ersten, die wir hier gekauft haben. Aber wir haben überlegt, da wir ja natürlich hier hinten, also das sind insgesamt, ich glaube, 12 Klappböcke und ein paar von der vorigen Bestellung haben wir noch. Danke Rita und danke Stevie fürs Filmen, fürs Leuchten. Also die haben wir wieder nachgekauft, weil wir ja darauf warten, dass es für dort hinten jetzt endlich mal beim Baumarkt unseres Vertrauens die USB-Platten in der richtigen Stärke gibt und auch vielleicht in der richtigen Dimension. Das heißt, da haben wir dort ein bisschen zu wenig, dass wir noch bis hier hinter den Wolkenkratzer die Stadt vergrößern können. Und wir planen auch, und ich glaube, das kann ich euch auch sagen, zusätzlich, das hätte eigentlich Rita gleich filmen können, wenn sie sowieso schon hier gestanden ist, dass wir hier diese Ecke mit diesem großen Krimskrams da beim Kamin, das ist so ein L, was wir hier einplanen. Da möchten wir gerne so eine, ich weiß nicht wie breit das ist, aber ein zusätzliches Layout machen, was dann entweder mit Rittern oder sonstigem Gedöns zu tun hat, das jetzt nicht unbedingt in die Stadt passt. Das hätten wir geplant und ich hatte noch einen kleinen Gutschein von meinem Geburtstag und da habe ich mir gedacht, den investieren wir mal nicht in Lego, sondern in Klappböcke.
Oh mein Gott! Ja, also die sind auch die Woche gekommen. Und doch indirekt in sind Lego. jetzt bereit, in die Stadt integriert zu werden, diese Klappböcke. Und die tun wirklich einen guten Job. Ich glaube, wir haben insgesamt schon an die 100 Klappböcke hier verbaut. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, wie man seine Stadt unterbocken kann, wenn man mit USB-Platten arbeitet. Aber wir sind handwerklich oder weiß nicht, Richter vielleicht, ich nicht so begabt und haben gesagt, die sind relativ flexibel, halten auch sehr gut. Die haben eine große Fläche, 10 cm dick und ich glaube 1 Meter breit. Die haben alle dieselbe Höhe und bevor wir da jetzt zum Sägen anfangen, dick. Hier wo ist einer? Ach so, der Block. Ich dachte die Platte. Das sind 10 cm und hoch ist es dann 78, also das ist universell sehr gut einsetzbar. Die können wir verschieben, wenn wir das Layout wieder ändern. Ja, richtig. Und dann haben wir eben einfach ein bisschen an Vorrat jetzt, bevor die nämlich noch teurer werden. Also ich kann euch sagen, die ersten, die ich gekauft habe, haben so 3 Euro, 4 Euro gekostet. Mittlerweile, knapp unter 10 Euro waren sie, glaube ich. Und jetzt ist ein Paar bei, oder eine über fast 20 Euro. Also dann war einer mit 3 Euro eigentlich ganz richtig. Ja. Was bedeutet das? Oder habt ihr die Rechnung jetzt verstanden? Keine Ahnung, ich bin kein guter Mathematiker. Auf jeden Fall kosten sie 3-mal so viel, als was sie damals gekostet haben. Ganz schlechte Mathematiker. Aber wir bemerken, wenn was teurer wird. Ja. Oder sind sie vielleicht auch billiger geworden und ich habe es nicht gemerkt. Nein, sie sind viel teurer geworden. Also, was bedeutet das für euch? Wenn ihr noch keine Stadt habt, dann baut sie jetzt. Nicht in Zukunft, jetzt. Denn jetzt sind die Böcke zwar schon teurer, aber ich glaube, die werden damals nicht billiger. Wer weiß, also, das sollte eure Motivation sein, wenn ihr noch keine Stadt habt, dass ihr sie jetzt baut. Ja. Viel Spaß also, geht sofort ins Internet oder in euren Baumarkt eurer Wahl. Wir sind übrigens nicht mit baumarktplus.de in irgendeiner Kooperation, das wollte ich nur sagen, dass ich sie dort gekauft habe. Ja, ganz richtig. Genau. Und baut was Schönes, ja. Das ist mein Abschlusswort. Ja. Genau. Und dann schickt vielleicht noch ein Foto und dann freuen wir uns. In dem Sinne, macht euch auf die Socken und dann bis bald hoffentlich. Tschüss!